Hallo, ich bin Anastasia und ich bearbeite das Teilprojekt O03. Ich beschäftige mich mit der Messungen von der dynamischen Differenzkalorimetrie und auch elektrische Leitfähigkeit. Und ansonsten ist auch Aluminium mein Schwerpunkt und ich mache dann Wärmebehandlungen von Aluminiumlegierungen. Ich finde im SFB besonders spannend diese Möglichkeit, auf andere Dimensionen zu kommen, dass man von großen Bauteilen auf diese kleine Ebene kommt und dabei aber gleichzeitig so viele Informationen rausziehen kann. DSC steht für Differential Scanning Calorimetry und dabei wird gemessen, ob im Material irgendwelche Veränderungen passieren, während das erhitzt wird. Wenn keine Veränderungen dabei stattfinden, dann misst man eine gerade Linie und sobald irgendetwas Exothermes oder Endothermes passiert, also entweder Energie wird frei oder Energie wird aufgenommen, dann werden Ausschläge gemessen, also Peaks, die man letztendlich danach auswerten kann und anhand von diesen Daten kann man dann die thermodynamische Berechnungen zum Beispiel machen. Die DSC-Messungen können zum einen für das Teilprojekt O01 genutzt werden, und zwar, wenn man eine Legierung nimmt, die nicht so allgemein bekannt ist, dann könnte man herausfinden, die genaue Schmelztemperatur und somit auch das für die Kugelherstellung benutzt. Zum anderen wird DSC auch als Deskriptor eingestuft und dabei werden die Peaks, die Flächen, die Temperaturen, wo dann diese Peaks anfangen, in die Datenbank eingepflegt, und anhand dieser Sachen werden dann Korrelationen auf höchstwahrscheinlich Härte oder vielleicht auch andere Werte dann gebildet. Ich habe schon auch in einem anderen SFB 747 Mikrokaltumformen gearbeitet, wo ich mit den Mikroproben zu tun hatte. Aber Handhabung von den kleinen Kugeln ist dadurch trotzdem nicht viel einfacher. Was ich bei den Sonderforschungsbereichen an sich besonders spannend finde, sind die Kooperationen. Ich bin fest davon überzeugt, dass zwei Projekte innerhalb eines Sonderforschungsbereichs immer ein gemeinsames Thema finden können, weil das übergeordnete Ziel ja schon vorhanden ist. Ich habe tatsächlich mit einer Kollegin schon den Fall gehabt, dass die Kooperation in dem Antrag gar nicht vorgesehen war. Wir haben aber ein Thema gefunden, wo wir schon ein 5. Paper zusammenschreiben. Ingenieurin zu werden war eigentlich gar nicht mein Ziel. Ich wollte schon immer Psychologin werden, und dann bin ich mit meinen Bewerbungsunterlagen zu der Pädagogischen Universität gefahren, und da stand ich da in der Schlange und hatte das Gefühl, irgendwie gehöre ich hier nicht hin, das passte nicht. Dann bin ich raus und direkt gegenüber war Technische Universität. Ich hatte das Gefühl, die Atmosphäre passte und ich fühlte mich da wohl, und dann habe ich meine Bewerbungsunterlagen abgegeben, nach Hause gefahren und meinen Eltern gesagt, mit Psychologen wird es nichts mehr, jetzt werde ich Ingenieurin. Diese Entscheidung habe ich nie bereut.